Today on TSC. Hallo? Oh Gott, 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 Gott. Meine Fresse, lauf, 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 lauf. Beweg dich. Herzlich willkommen, lieber Horrorenthusiast, zum fesselnden psychologischen First-Person-Horrorspiel Whitehaven. So wird die Story beschrieben. Es ist schon einige Zeit vergangen, seit das Whitehaven-Waisenhaus, in dem ich einst arbeitete, seine Tore schloss. Ohne Erinnerungen an die Geschehnisse, die zu seiner Schließung führten, begebe ich mich zurück in diese verlassenen Mauern auf der Suche nach Antworten. Lasst uns Whitehaven betreten und herausfinden, welche grauenvolle Wahrheiten darauf warten, entdeckt zu werden. Los geht's! Mein Name ist Rachel und ich lebe im Waisenhaus Whitehaven. Vor 2 Tagen versuchte meine Freundin Claire, das Waisenhaus zu verlassen, aber sie wurde erwischt. Sie ist noch nicht in unser Zimmer zurückgekommen. Ich mache mir große Sorgen. Ich habe es geschafft, die Zimmerschlüssel aus dem Empfangsschrank zu holen und werde heute Abend dieses Waisenhaus verlassen. Ich kann es nicht mehr ertragen. Oh ja, es sieht ganz danach aus, als wären wir in einem typischen Waisenhaus-Kinderzimmer. Ja, trist, einsam, verlassen. Die Stimmung wirkt dementsprechend sehr angemessen. Was haben wir hier? Taschenlampe. Ja, Grafik ist entsprechend eines PT-Klons natürlich sehr gut und ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Das ist Mr. Cotton. Ich lasse ihn hier, damit die Monster ihm nichts antun. Süß, ja, wir sind eindeutig ein Kind. Die Tür in die Freiheit ist geöffnet. Naja, noch nicht ganz bis zur Freiheit. Oh, düstere Gänge. Das Feeling ist natürlich auch gleich mal extrem gruseliger, da wir kleiner sind, natürlich als Kind. Und dadurch wirkt das alles noch mal ein kleines bisschen bedrohlicher hier. Die Türen sind größer, die Fenster sind zu hoch, um sie zu erreichen. Ja, okay, wir würden sie erreichen, aber die sind vergittert, oder? Oh, krass. Ich meine, ich war Gott sei Dank nie in einem Waisenhaus, aber ist das üblich? Ich habe keine Ahnung. Hier ist sogar zugebrettert, das Fenster. Es schwirren hier schon so dumpfe Bassgeräusche um uns herum. Das macht das Ganze nicht gerade angenehmer. Dieses Game ist eindeutig inspiriert von PT und deswegen bin ich sehr gespannt, ob uns auch solche Schockmomente erwarten wie in PT. Oh, sehr dunkel hier. Ich schaue, ob es hier irgendetwas gibt. Nein. Und jetzt ganz still und leise aus dem Waisenhaus fliehen. Ah, okay, wir machen die Taschenlampe automatisch an. Ist die Tür da rausgerissen? Oh, verdammt, was war das denn jetzt? Ja, die ersten scary Geräusche werden hier schon rausgeballert.
Es öffnet sich nicht, weil gerade kein Strom läuft. Beziehungsweise kein Strom da ist. Oh. Okay. Die erste eigenartige, gruselige Person, die hier rumrennt. Was haben wir hier? Ein Boiler oder Generator? Müssen wir den vielleicht irgendwie anschmeißen, um Strom zu bekommen? Das Loch hier wurde auch schon mal geflickt, hm? Was ist das? Keine Ahnung. Lässt sich nicht mitnehmen. Oh, hier sind ganz komische Geräusche. Oh, wir können den Kanister mitnehmen. Müssen wir den vielleicht bei diesem Generator verwenden, der da vorhin gerade war? Schauen wir mal zu der Tür. Die ist zu. Boah, was war das denn? Na dann, müssen wir den noch irgendwie anschmeißen oder reicht das schon? Hallo? Oh, geht automatisch an. Gut. Kommen wir dann jetzt hier rein? Ja, sie ist entsperrt. Oh, draußen voll düster die Bäume. Ist das hier ein Büro oder? Das Waisenhaus wirkt eher wie ein Kerker bisher, wenn ich mich frage. Ich muss etwas finden, um das Fenster zu erreichen. Ein paar alte Geschichtsbücher. Ich habe dieses Fach geliebt. Diese Boxen sind zu schwer, ich kann sie nicht bewegen. Kommen wir da hoch? Wir müssen bestimmt irgendwas mit diesen Boxen machen, aber sie sind zu schwer für uns. Hier ist nur dieses Buch. Können wir was mit dem Radio anstellen? Nein. Mit dem würden wir die Boxen sicher bewegen können. Haben wir die vorhin übersehen? Probieren wir mal die Leiter davon anzubringen. Nein, nichts. Gut. Ah, okay. Cool. Cool. Oh Gott. Boah. Fuck. Okay, der war gut. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Überhaupt nicht. My name is Rose Davies, and I used to work as a teacher at Whitehaven Orphanage. I feel like it's been a long time since then. I can barely remember what the place was like. Lately, I've been having dreams that evoke the orphanage, headaches, anxiety. My therapist, Dr. Tramis, has recommended that I visit the place.
says it might help me sort out my thoughts. Everything seems like a dream to me. Every day, every second. I feel like I'm lost in fog. Jetzt spielen wir die Rose, die früher in dem Weißen Haus gearbeitet hat. Grafik ist nicht alles, auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Menschen heutzutage zu sprichwörtlichen Grafikuhren vollkommen sind. Entschuldigt mir diesen Ausdruck. Aber selbst ich merke es auch, wie ich sehr viel auf Grafik setze, was eigentlich traurig ist, denn es gibt so viel mehr, was ein Spiel ausmacht, außer Grafik. Aber so finde ich die Grafik eigentlich ganz akzeptabel, also. Beziehungsweise nicht die Grafik, sondern den Aufbau, das Leveldesign ist sehr schön. Wirklich schön. Die Tür klemmt, sie wird sich nicht öffnen. Ja. Wundert mich nicht, wenn das Weiße Haus schon ewig verlassen ist. Gehen wir mal drum rum. Oh, es sieht schon düster aus. Diese hohen Fenster, diese Holzverkleidung, hat was. Bringt auf jeden Fall die richtige Atmosphäre rüber. Sein Waisenhaus wäre ein cooler Lost Place für so Lost Place YouTuber, die solche Orte gerne erkunden. Was haben wir hier? So eine Art Werkzeugschuppen, oder? Tragödie im Weißen Haus. Okay. Eine ganze Zeitung für einen Satz. Tragödie im Weißen Haus, ja. Hier ist ein Schlüssel. Der Waisenhausschlüssel. Die Bücher sind einfach nur alt. Einfach nur alte Bücher. So rum. Ja, Englisch in Realtime immer korrekt zu übersetzen ist auch nicht gerade mein Fachgebiet, aber ich gebe hier mein Bestes. Also bitte verzeiht mir gelegentliche Falschinterpretationen und Falschübersetzungen. Okay, dann probieren wir es doch mal. Ich denke, der Schlüssel passt. Ich kann hinein. Gut, dann gehen wir doch hinein. Schauen wir uns mal um hier drin. Oh, coole Atmosphäre. Ja, wirklich cool. Man kann direkt spüren, dass das hier kein angenehmer Ort ist, war und sein wird. The lights are on. Is anybody here? Ich wollte gerade sagen, die Lichter sind an. Ist hier jemand? Na. Jemand da? Bin nur zu Besuch. Okay. Es hört sich ja eigentlich alles nicht schlecht an, ne? Ich meine, ich glaube, kein Kind ist gern ein Weißer. Hey, erinnert mich wirklich so ein bisschen an Silent Hill. Der Grundriss. Fehlt jetzt nur noch so eine coole Karte, wo man nebenbei markieren kann, welche Türen zu sind, welche offen sind. Frauentoiletten, Männertoiletten, die ist offen. Hallo? Jemand hier? Ja, hier hat schon lange keiner mehr sauber gemacht. Nichts da. Die Stimmung ist sehr geil.
So dieser düstere Nebel draußen, diese Dämmerungsstimmung. Klasse, gefällt mir. I remember this classroom. I used to work here. Ich denke nicht, dass wir gerade die Person waren, die dazu geführt hat, dass das Waisenhaus geschlossen ist. Denn es fühlt sich eher an, als sind wir eine nette Frau, eine gute Person. Das ist versperrt. Das Schloss ist locker. Merken wir uns. Ich erinnere mich an diese Zeichnung. Es ging mir schon immer auf die Nerven. Okay. Versperrt. Was ist das? Meetingraum. Für die Angestellten. Die Stimmung ist wirklich geil hier. Creepy. Wenn man Grusel mag, dann findet man es geil. Was haben wir hier? Ich glaube, das Schreiben ist schon einige Jahre alt. Die Kinder haben die Schlüssel genommen. Im Badezimmer. Also vielleicht nochmal ins Badezimmer schauen. Zu. Alles zu. Schauen wir nochmal in das Badezimmer. Vielleicht haben wir was übersehen. Da hat gerade was geklopft. Boah! Oh Gott! Genau so eine Stelle gibt es auch in Silent Hill 3. Man klopft gegen die Tür und von innen klopft jemand zurück. Lagerraumschlüssel. Also, auf zum Lagerraum. Da ist er. Hey, Stimmung ist schon echt nicht ultimativ gruselig, aber so bedrohlich wirkt es hier. Kannst du vielleicht noch langsamer aufgehen? Brecheisen, genau was wir brauchen. Hier ist noch was. Angestellten-Datei. John L. Moline, geboren 17. Dezember 1896. Das ist ja ewig her. Einstellung Gärtner. Susan R. Finch, Geburtsdatum 23. April 1891. Einstellung als Bibliothekarin. Okay. Michael R. Tremors,
2. Oktober 1911 geboren, Einstellung Doktor. Violet Davison, Geburtsdatum 13. November 1918, Einstellung Krankenschwester. Den Rest kann man nicht lesen, weil die Seiten rausgerissen sind. Ich glaube, wir waren jetzt nicht dabei. Wie heißen wir Rose? Die stand jetzt nicht in diesem Buch. The crowbar is stained. It looks like dried blood. Sieht so aus, als wäre Blut auf dem Brecheisen. Kommen wir jetzt hier rein? Schauen wir mal. Dann sind wir ja in der Rezeption. Ob wir etwas Interessantes finden können? Was haben wir hier? Oh Gott! Oh nein, 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 nein. Was bist du denn? Boah, krass. Ich hoffe übrigens, ihr habt wieder wie immer Kopfhörer auf. Ich sage es jedes Mal und ich meine es auch so. Jetzt ist es weg. Es hört sich an, als kommt das Geräusch näher. Hallo? Oh, das ist creepy. Gott, oh Gott, ich gehe hier weg. Oh, das war creepy jetzt. Klassenzimmerschlüssel haben wir gerade gefunden. Vielleicht für die Tür hier hinten, ja? Meine Fresse! War ja klar, dass das eigentlich anspringt. Jetzt sind wir im Nordflügel, beziehungsweise Südflügel, getrennt durch den Garten. Ah, die Mitarbeiterspinde anscheinend. Oder für die Kinder. Isaac und Harry. Schätze für die Kinder, wenn die sich einen Spind teilen. Sieht cool aus hier. Wirklich cool. Okay, wir haben endlich eine Abkürzung geschaffen. Gut. Sonst was Interessantes hier? Das hier wäre mir jetzt ins Auge gestochen, aber man kann jedenfalls jetzt noch nichts machen. Hier haben wir noch mehr Spinde. Olivia und Lisa, Jennifer und Elizabeth, Hannah und Barbara, Emily und Patricia, Alyssa und Evie, Rachel und Claire. Rachel, das war das Mädchen, was wir am Anfang gespielt haben. Jetzt will ich erst checken, bevor wir hochgehen. Kommen wir hier weiter? Ja, dann bleiben wir erst auf dieser Etage. So eine Art Klassenzimmer? Steht da was drüber? Ja. Ah, die Bibliothek, okay. Gibt es hier etwas von Interesse? Der Stuhl hat schon bessere Zeiten gesehen, eindeutig. Cuttermesser. Dann gehen wir jetzt nach oben. Die Tür ist ja eindeutig zugebrettert. Sagt man das so? Okay. Den Bereich
erreichen wir auf keinen Fall. Da oben waren wahrscheinlich die Kinderzimmer, schätze ich. Und jetzt, wohin mit dem Cuttermesser? Wir müssen irgendetwas öffnen damit. Stehe ich gerade auf dem Schlauch, oder? Ihr wisst wahrscheinlich schon, wo es ist. Hier, okay, cool. Röntgenbilder. Und wo soll ich die ansehen? Wahrscheinlich im Krankenzimmer. Aber wie kommen wir da rein? Ach, wir öffnen die mit den Röntgenbildern. Ach, weil das sehr stabil immer sind. Ich hätte zwar gedacht, dass wir wegen den Röntgenbildern hier rein müssen. Aber dass die der Schlüssel zur Tür sind? Auch nicht schlecht. Mal was Neues. Haufen Einmachgläser. Name Henry Williamson, Alter 12. Befund. Patient ist unkooperativ, weigert sich zu antworten und führt die Verletzungen auf einen versehentlichen Sturz zurück. Körperliche Untersuchung. Der Patient weist Prellungen und Prellungen im Gesicht und an den Unterarmen auf. Anzeichen, die nicht mit dem Sturz vereinbar sind. Schläger? Name Olivia Clark, Alter 9. Anamnese. Der Patient antwortet nicht auf Fragen. Auf Nachfrage sagt sie, sie sei letzte Woche beim Spielen gestürzt. Die Verletzungen scheinen neueren Datums zu sein. Körperliche Untersuchung. Anzeichen passen auch nicht zusammen. Der Patient hat Berührungsschmerzen auf der linken Seite. Es sieht aus wie eine gebrochene Rippe. Das Dossier ist voll von ähnlichen Untersuchungen. Ja, die Kinder wurden hier anscheinend misshandelt und lügen dann beim medizinischen Check, damit sie nicht noch mehr Ärger kriegen. Das ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Malstift? Das ist der Schlüssel zu unserem Zimmer. Ich wette, wir müssen eine Tür auf die Steinwand malen. I remember the screams, the bruises. God, those poor children. We did all of this. I deserve all of this. It's my fault. Echt, waren wir auch so eine, die die Kinder misshandelt hat? Das wäre jetzt schon ein bisschen übel. Warum kehren wir dann freiwillig zurück? Um uns an all das zu erinnern? Ich wette, wir müssen mit dem Buntstift eine Tür zeichnen, wie in so manch anderen Horrorspielen. Oder? Ich hab's doch gesagt. Oha, na mal schauen, was uns hier erwartet. Zimmer 201 zu. Hier ist offen. Es ist bestimmt ein Rätsel und irgendwo wird wahrscheinlich erläutert, welches Spielzeug in welches Zimmer gehört. Hier ist zu, da kommen wir nicht rein. Hier müssen wir auch ein Spielzeug platzieren.
doch irgendwo einen Hinweis geben. So, nach längerem Rumsuchen habe ich schlussendlich die Lösung im Klassenzimmer des Waisenhauses gefunden. Auf jeden Fall ist die Lösung Pinguin, Xylophon und Buch. Beziehungsweise hier falsch rum. Hier das Xylophon und hier das Buch. Ja. Es passiert etwas. Oha. Oh nein, das ist echt creepy jetzt hier. Oha. Ja, fallende Bilder, das kennen wir aus anderen Games. Macht sich bereit für einen Jumpscare, oder? Jumpscare? Müssen wir wieder zurückgehen. Jetzt Jumpscare hinter mir. Hier ging die Tür auf. Oh, ist das gruselig. 205, 207. Sind wir echt wieder in dem Gang, wo wir eben waren? Was ist denn das? Also das Geräusch kommt eindeutig von hier. Das wäre das Zimmer von Rachel und Claire. Da tut sich aber auch nichts. Okay, wir kommen hier wieder raus. Warum schaltest du jetzt das Licht aus? Lass es doch an. Wo ist das creepy hier? Oh Gott! Das war mal ein cooler Effekt. Nicht schlecht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eher, dass irgendetwas gleich hinter mir steht. Oh, meine Fresse. Nochmal. Dann probieren wir es ein drittes Mal, ob wir in diese Tür jetzt endlich reinkommen. Nein, das ist zu. Hallo? Oh Gott, 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 Gott. Meine Fresse, lauf, 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 lauf. Beweg dich. Haben wir es geschafft? Boah, leck, was war das? Das war ein guter Jumpscare. Der war nicht schlecht. Heftig. Versperrt. Zimmer wären eigentlich sauber gemütlich. Dann waren wir ja wohl auch bei der Polizei in Gewahrsam, oder? Die Frage ist, wer hat alles die Kinder misshandelt? Mehrere? Alle?
Es donnert. Oh, hier. Also ich finde das Spiel echt gut. Wirklich gut. Sehr spannend. Was auch cool ist, es sind nicht übertrieben viele Jumpscares in dem Spiel. Deswegen wirken die auch verdammt gut. Man rechnet zwar jeden Moment wieder mit einem Jumpscare, aber... Erinnere dich, der Mond in der Mitte. Schaue zum Mond. Zum Mond schauen. Ist hier vielleicht der Mond? Nein? Wir sind wieder im selben Zimmer. Ah, das ist so ein Loop wie bei PT. Okay, stell mich dem Mond. Der Mond, stelle dich dem Mond. Was ist damit gemeint? Ah, jetzt ist der Mond in der Mitte. Er war vorhin rechts. Genau, der Mond in der Mitte. Geht's jetzt weiter vielleicht? Ich schätze, die Monde müssen sich gegenüberstehen. Hier, jetzt. Nein, noch nicht ganz. Jetzt ist es aber auch nur wieder ein Mond direkt vor uns. Jetzt probieren wir mal was. Jetzt gehen wir mal die Richtung. Ich meine, er ist gerade in der Mitte. Vorhin hing der da drüben. Also der ist schon mal hier. Das ist gut. Jetzt muss nur noch der irgendwie wahrscheinlich darüber, oder? Da sollst du hin, mein Junge. Gehen wir mal noch eins zurück. Vielleicht reicht das. Mitte. Mitte! Jetzt sind beide in der Mitte. Das war richtig. Oh nein. Ist das schon wieder das Monster? Dann gehen wir aber die Richtung. Da kommen auch Geräusche her. Scheiße, wo soll ich denn hin? Das ist gerade echt gemein. Soll ich mich in der Schublade verkriechen oder was? Da war ein Spalt im Boden, oder? Wir sind schon wieder an einem neuen Ort. Oh Mann, ich kann mir nur vorstellen, was jetzt kommt. Bestimmt das Monster. Wir dürfen gleich umdrehen und zurücklaufen, oder? Liege ich richtig? Liege ich richtig? Oder es erscheint hinter uns? Nein. Okay. Psychospielchen. Ich stehe drauf, ja. Was soll ich tun? Ich habe keine Ahnung. Gut, dann spielen wir einfach mal mit. Das sieht cool aus. Ja, das sieht cool aus. Das Spiel ist wirklich unterhaltsam, spannend. Man will herausfinden, ob man auch beteiligt war an den Gräueltaten. My head. I remember the sewer. Ich erinnere mich, die Abwasserkanäle. Jetzt kommen wir auch noch in die Abwasserkanäle.
Also Respekt für die unterschiedlichen Locations in dem Spiel. Nicht schlecht für einen Indie-Entwickler. Steckt auf jeden Fall Mühe in dem Spiel. Das erkennt man sofort. Erinnert mich auch an die Silent Hill Abwasserkanäle. Ich glaube, dass der Entwickler überhaupt von Silent Hill inspiriert worden ist. Das Klopfen an der Tür vorne im Badezimmer, die Abwasserkanäle sehen sehr aus wie in Silent Hill. Was haben wir hier? Hoffentlich eine Taschenlampe. Auch gut. Vielleicht sogar noch besser. Eine hölzerne Planke. Eine Holzlatte. Manchmal übersetzt man englische Begriffe einfach zu ähnlich. So wie Plank ist die Planke. Das sind aber auch die ersten Begriffe, die einem manchmal in den Kopf schießen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Cool. Können wir die wieder mitnehmen? Persönlich, wenn ich jetzt die Spielfigur wäre, ich würde die Planke mitnehmen. Und man weiß ja nie, wo man die noch braucht. Aber okay. Sie denkt ja nicht an sowas. Das ist meine Handschrift. Eine Seite aus meinem Tagebuch. My name is Rose Davies, and I work as a teacher at Whitehaven Orphanage. I'm new here. I've only been working at the orphanage for a couple of months. However, it didn't take me long to realize that something was wrong. When I started, I was warned that these children might be troubled or need special treatment because of the things they had experienced. I'd worked with other children of all types before, and knew that the problem these children had was not in their past. My students brought marks and bruises practically every day. They were apathetic and reacted with fear to anything. One day I went to see Dr. Tramis, the doctor in charge of children's health here at Whitehaven. Shortly after speaking with him, my suspicions were confirmed. The children were being abused by the orphanage staff. Dr. Tramis would not name names and said it was best for everyone to keep it all quiet. I couldn't leave things like that. I couldn't. One night, I took the medical files from the infirmary to blow the lid off all this. The watchman must have heard me, and as soon as he saw me with the files, I ran. I left the orphanage and ran. I ran as fast as I could. The watchman was behind me. I couldn't stop to look at him, but I could hear his screams. I ran through the forest to try to lose him, but suddenly I felt a blow on my head and fell to the ground. My head had never hurt so much. I remember the trees pouring red as the blood poured down my face. The taste of iron, being dragged through the forest as the branches of the pine trees dug into my legs. A red moon, a manhole cover. And now I'm here, abandoned, and here I will die. No one will ever read these words or know what happened in the orphanage. Everything is darkening, and the only thing I regret is that I couldn't save those poor children. It's my fault. Krass, traurig gerade. Also waren wir nur ein Abbild unseres Selbst, das versucht hat herauszufinden, was mit uns selbst passiert ist? Heftig. Okay, die Story ist wirklich interessant, spannend. War ein tolles, kurzes Horrorspiel.
cool geschrieben, cool programmiert und cool designt, wie es hier gerade steht. Ja, Kudos an Jamie Lozano. Wirklich ein sehr schönes, kurzes Indie-Horror-Game mit einer tollen Geschichte. Auf jeden Fall, mich freut es sehr, dass ihr dabei wart bei diesem kleinen Abenteuer im Waisenhaus. Ich freue mich über ein Like, über einen Daumen nach oben und hoffentlich sieht man sich wieder im nächsten Video. Eure Scare Archives. Bis zum nächsten Mal.